Es ist der 13. April. Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte steht in Flammen. Meterhohe Rauchsäulen steigen aus dem Kreuzer empor. Ein militärisches Desaster für den Kreml. Der Untergang der Moskwa bringt vermutlich hunderten Soldaten den Tod. Schätzungsweise 400 bis 500 Personen sollen auf dem Schiff gewesen sein, als ukrainische Neptun-Raketen den Kreuzer versenkten. Während der Kreml nur einen einzigen Toten meldet, während viele Matrosen vermisst werden, befürchten unabhängige Beobachter, dass die meisten Soldaten ertrunken sind. T-Online hat den Werdegang der Matrosen rekonstruiert, Kontakt aufgenommen und mit einem Angehörigen sprechen können. Es war zunächst schwer zu glauben, es hat mich sehr berührt und wahrscheinlich ist es zu einem gewissen Grad. Ich meine, er ist ein Freund von mir, aber in gewisser Weise war Zorn und Verwüstung in mir. Schon in Zeiten der Sowjetunion gilt die Moskwa als prestigereiches Schiff und verliert auch in der Russischen Föderation seine Propagandawirkung nicht. Putin selbst empfängt auf dem Deck immer wieder Staatsgäste. Im Angriffskrieg mit der Ukraine ist die Moskwa am ersten Angriff auf die Schlangeninsel und der Belagerung Mariupols beteiligt. Als das Flaggschiff im April infolge eines ukrainischen Angriffs in Flammen steht, kann nicht einmal das russische Staatsfernsehen die Aufnahmen ignorieren. Der Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte, Igor Ossipow, soll infolge des Kriegsdebakels von Putin suspendiert worden sein. Russische Propagandisten fordern eine weitere militärische Eskalation. Der Kreml schweigt erst zu seinem Flaggschiff. 8 Tage später heißt es, die meisten Matrosen seien gerettet worden. Dass die Moskwa wegen eines ukrainischen Angriffs gesunken ist, wie ein Audiomitschnitt mittlerweile beweist, wird bis heute von der russischen Seite bestritten. Doch es gibt schnell Zweifel. Durch Recherchen, aber auch weil Eltern der Moskwa-Matrosen sich über die sozialen Medien vernetzen und auf das Schicksal ihrer vermissten Kinder aufmerksam machen. Einige der vermissten Soldaten stehen nach Angaben der Eltern nicht einmal auf der offiziellen Vermisstenliste. T-Online recherchiert mehr als 1 Dutzend Schicksale von Moskwa-Matrosen, die vermisst werden. Auffällig, die meisten von ihnen sind in den Jahrgängen 1998 bis 2002 geboren. Die Angehörigen vieler Soldaten geben an, dass ihre Söhne Wehrdienstleistende seien. Dabei betont Kreml-Chef Putin immer wieder, bei dem Angriff auf die Ukraine würden keine Wehrdienstleistenden eingesetzt. Einer von ihnen ist Mark T. Der vollständige Name des Soldaten ist T-Online wie auch bei den nachfolgenden Matrosen bekannt. Nach Ende seines Ingenieurstudiums wird er im Dezember des letzten Jahres zum Wehrdienst eingezogen. T-Online spricht exklusiv mit einem Freund des Matrosen. Die beiden studieren zusammen in St. Petersburg. Dass sein Studienfreund vermisst wird, erfährt unser Interviewpartner über die sozialen Netzwerke. Es war zunächst schwer zu glauben, es hat mich sehr berührt und wahrscheinlich ist es zu einem gewissen Grad. Ich meine, er ist ein Freund von mir, aber in gewisser Weise war Zorn und Verwüstung in mir. So war das für mich. Im Gespräch mit T-Online distanziert sich Dennis, wie wir den Mann nennen, um ihn zu schützen, immer wieder deutlich von der russischen Regierung und dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Sein Studienfreund sei unpolitisch gewesen, erzählt er. Damals, als wir gemeinsam an der Universität waren, war das ein bisschen anders. Wir hatten genug und man könnte fast sagen, für uns gab es keine Politik. Ich weiß nicht, das war kein großes Thema. Ich kann nicht sagen, ob er der Regierung positiv oder negativ eingestellt war. Nun, ich kann aber sagen, er war eher neutral, er stand etwas außerhalb von der Politik. Es war nicht etwas, was wir beide wirklich diskutiert haben. Mark war nie ein leidenschaftlicher Befürworter oder Gegner der Regierung. Was Mark genau bei dem Militär gemacht hat, ist Dennis unbekannt. Ohnehin sei sein Studienfreund mit keinen großen Ambitionen zum Militär gegangen, sondern aus einem schlichten Grund: der Pflicht. Viele Menschen haben auch eine Einstellung zur Armee,
dass, sagen wir mal, es einfach Teil des Lebens, des Erwachsenwerdens ist. Mark dachte wahrscheinlich auch so. Du weißt schon, du gehst zur Schule, du gehst zur Universität, dann zur Armee und dann kannst du mit der Arbeit beginnen. Nun, ich meine, man kann nicht einfach Nein sagen. Er stand der Armee wohl neutral gegenüber, aber auch nicht mehr als das, denke ich. Als Mark die Gelegenheit hatte, hat er von seinem Dienst erzählt. Er hat davon erzählt, dass sie einfach funktionieren müssen und über körperliche Arbeit. Es hörte sich aber eher danach an, als wären sie Umzugshelfer oder würden etwas putzen. Und das für eine ganz schön lange Zeit am Tag, so 10, 11 Stunden vielleicht. Aber konkret ein Militärdienst, also dass ein Mann als Soldat ausgebildet wird. Davon haben wir nie etwas gehört oder er hat davon erzählt. Dass Dennis mit uns so offen über seinen Freund spricht, ist bemerkenswert. Auf unsere Anfragen antworten nur die wenigsten Angehörigen überhaupt. Ein Soldat, der offenbar an Bord der Moskwa gewesen ist, aber gerettet werden konnte, schreibt in einem Post auf der russischen Plattform VK über den Tod seines Kameraden Leonid S. Gegenüber T-Online ist er nicht bereit zu reden und verweist auf die Pressestelle. Sein Profil hat der Matrose mittlerweile gelöscht. Eine Frau, deren Neffe im Ukraine-Krieg mutmaßlich auf dem Kreuzer dient, schreibt uns in der dunkelsten Stunde ihrer Familie, Zitat: Guten Tag, hier liegt ein kleiner Übersetzungsfehler vor. Mein Neffe ist tot, aber ich kann Ihnen nichts sagen, denn ich habe keine Informationen. Ich kann nur eines sagen. Ich gebe den USA und all jenen Ländern die Schuld, die die Ukraine unterstützen und Waffen an das Land liefern. Wenn sie damit aufhören, wird alles vorbei sein. Russland ist ein großes und starkes Land, wir sind geeint. Wir lassen uns nicht einschüchtern oder brechen. Auch Dennis reagiert zunächst zögerlich auf die T-Online-Anfrage, entscheidet sich aber schließlich doch dafür, mit uns zu sprechen. Ich möchte etwas tun, um selbst in dieser Situation zu helfen. Und ich weiß nicht. Ich hoffe, dass ich mit Gesprächen mit Journalisten, mit der russischen Opposition, mit westlichen Journalisten irgendeine Hilfe leisten kann. Und das will ich gerne machen. Wahrscheinlich spreche ich aber auch, um zu zeigen, dass auch Menschen in Russland den Krieg und das derzeitige Regime nicht unterstützen. Wahrscheinlich ist auch das einer der Gründe dafür. Ich möchte irgendwie helfen und ich denke, das ist das, was ich machen kann. Dennis berichtet, das Schicksal der Moskwa und ihrer Besatzung findet trotz des Prestigecharakters nur noch wenig Beachtung in Russland. Ein Grund dafür könnte sein, dass das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte für den Kreml zum Desaster wird. Nicht nur, weil es den Ukrainern offenbar gelingt, das Schiff zu versenken, sondern auch, weil das russische Militär nichts unternimmt, um mögliche Überlebende zu retten. Aus Kreisen der Soldateneltern heißt es gegenüber T-Online Wochen nach dem Unglück, dass wohl eine Suchaktion geplant sei. Doch mehr als einen Monat nach dem Unglück Überlebende zu finden, scheint ausgeschlossen. Die Angehörigen, die sich uns gegenüber öffnen, haben die Hoffnung aufgegeben und gehen davon aus, dass ihre Kinder gestorben sind. Der Vater des Matrosen Jegor S. postet vor dem Sinken der Moskwa noch Z-Symbole und solidarisiert sich mit dem Überfall auf die Ukraine. Mittlerweile schimpft er auf seiner VK-Seite über den Kreml. Ein weiterer Matrose und Wehrdienstleistender, Nikita J., postet zuletzt ein Foto von den ersten Tagen seines Wehrdienstes. 4 Tage bevor die Moskwa versenkt wird, loggt er sich das letzte Mal ein. Und das ist der Soldat Mark T. Unter dem Instagram-Post, der ihn bei seiner Einberufung zeigt, steht: Bis in einem Jahr. Junge Menschen, die im völkerrechtswidrigen Invasionskrieg Russlands gestorben sind. Die meisten der vermissten Matrosen der Moskwa, deren Identität T-Online bekannt ist und die sich am Überfall auf die Ukraine beteiligt haben, waren nicht älter als 20 Jahre.